Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und wieder herzlich willkommen in der Serie Länderwettkampf der besten Allrounder. Sie wissen, worum es in dieser Serie geht? Nein? Nun, dann sehen Sie sich unbedingt das erste Video dieser Serie mit dem Starter Deutschland an. In diesem erkläre ich ganz genau, wie dieser Länderwettkampf abläuft. Im heutigen Video geht es um 10 Vertreter der USA. Diese 10 Hunde stellen nicht unbedingt die 10 beliebtesten Rassen dieses Landes dar. Doch für mich gelten sie als 10 der besten Allrounder-Rassen der USA. Und deswegen werfe ich die hier ins Rennen. Ja. Nicht alle dieser Hunde sind vom FC offiziell als Rasse anerkannt, aber alle dieser 10 Vertreter der USA sind von den großen amerikanischen Verbänden anerkannt und deswegen für mich auch als Rassehunde zu bezeichnen. Folgende 10 Hunderassen vertreten die USA in diesem Wettbewerb. Der American Staffordshire Terrier, ganz klar. Der American Pitbull Terrier, ebenfalls keine Überraschung. American Bulldog, Catahoula Leopard Dog, der Stolz von Louisiana. Australian Shepherd, ja, der Australian Shepherd, der eine Hunderasse ist, welche in den USA entstanden ist. Der herrliche American Akita, der Bloodhound, beeindruckender Hund. Der Chinook, eine der ältesten Hunderassen oder einer der ältesten Hundetypen der USA. Der Chesapeake Bay Retriever, knallharter Arbeitshund, und der Alaskan Malamut. 10 Hunde, 8 Eigenschaften, bewertet von 1 bis 10. Zum Schluss wird zusammengerechnet und das Endergebnis zeigt uns die Allrounder-Eignung der Vertreter dieses Landes. Und los geht's! Wir beginnen mit der ersten Eigenschaft und das ist die Gesellschaftstauglichkeit. Um was es hier geht, das habe ich schon im ersten Video mit dem Starter Deutschland erklärt. Und hier erreichen die 10 Hunde aus der USA 80 von 100 Punkten. Sei es so erklärt. Wir haben hier einen extrem konträren Mix, wenn es um die Gesellschaftstauglichkeit geht. Denn während es ganz klar ist und für die meisten auch keine Überraschung ist, wenn ich behaupte, dass wenn man irgendwo auf öffentlichen Orten mit einem American Pitbull Terrier, einem American Staffordshire Terrier oder einem American Bulldog erscheint, dann heißt es schnell mal, oh, sieh mal, solch ein Kampfhund. Also bei den Bull Terriern sicher, aber auch beim American Bulldog, der ja in dieselbe Kerbe hineinschlägt. Man ist also nicht immer willkommen mit diesen 3 Hunderassen. Völlig anders sieht das aber aus, zum Beispiel beim Alaskan Malamut oder auch beim American Akita. Sobald Sie mit einem dieser beiden Hunde irgendwo aufkreuzen, heißt es schnell mal, sieh mal, wie schön der Hund ist. Ja? Ist nun mal so. Deswegen haben die Hunde aus Amerika 80 Punkte von 100 zu erreichenden tatsächlich erreicht bei dieser Eigenschaft. Die nächste Eigenschaft, welche es sich zu widmen gilt, ist die Trainierbarkeit. Und hier erreichen die 10 Rassen aus der USA 74 von 100 Punkten. Wir haben hier einige exzellent zu trainierende Hunderassen dabei. Wenn Sie den typischen Rassevertreter präsentieren, das ist so in diesen Videos und in allen meinen Videos. Hier spreche ich immer von den typischen Rassevertretern. Ins Individuum kann man unmöglich eingehen, das ist ganz klar. Also, mit dem American Bulldog, dem Catahoula Leopard Dog oder dem Australian Shepherd haben Sie zum Beispiel 3 Hunderassen hier, die exzellent zu trainieren sind. Doch es gibt auch American Staffs, die sehr gut zu trainieren sind. Auch Pits sah ich schon, die schöne Arbeiten hinlegten. Chesapeake Bay Retriever, ein Jagdhund, der immer mit seinem Besitzer zusammenarbeiten muss. Dasselbe gilt für den Bloodhound. Auch Schlittenhunde sind bedingt trainierbar. Es sind zwar keine Turnierhunde, aber sind sie. Aber sie erreichen nicht den Level an Trainierbarkeit, wie den zum Beispiel die deutschen Hunde innehaben, wo ein Großteil dieser Vertreter der vom FC offiziell anerkannten Gebrauchshunderassen
angehört. Ja, das ist ganz klar. Deswegen bei der Trainierbarkeit 74 von 100 Punkten für die Hunde aus der USA. Die Führigkeit. Etwas happig. Ja. Sind hier einige Hunde dabei, die aufgrund ihrer Triebigkeit, aufgrund ihres Drives schon etwas schwerer zu führen sind. Typische Vertreter, zum Beispiel der American Pitbull Terrier, aber auch der Catahoula Leopard Dog. Das sind Hunde mit extrem Feuer, Bloodhound mit extremem Bewegungsdrang. Also unheimlich leicht zu führen sind diese Hunde nicht. Ja. Bei der Führigkeit erreichen die Vertreter der USA 70 von 100 Punkten. Nun kommen wir zur Verträglichkeit. Auch da könnte es etwas happig werden mit diesen 10 Kapazundern aus Amerika. Schauen Sie, die Bull Terrier, die beiden Bull Terrier, aber auch der Bulldog, der American Akita, aber auch der Malamut, der Leopard Dog, das sind Hunde, die gerne mal Stärke zeigen. Speziell die Bull Terrier neigen dazu, etwas Rauflust zu entwickeln. Ist nicht immer so, wissen wir, aber sie neigen dazu. Dasselbe gilt aber auch für den Catahoula Leopard Dog, auch für den American Akita. Glauben Sie mir das? Und auch für den Malamut. Schlittenhunde sind generell Hunde, die gerne mal etwas dominant auftreten, anderen gleichgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber. Ja? Also bei der Verträglichkeit erreichen die Hunde aus der USA bei mir 55 von 100 Punkten. Leistungsfähigkeit, hier können sie wieder glänzen. Sind alle Hunde, die hier die USA vertreten, sind sehr leistungsfähige Hunde. Der Alaskan Malamut schwächelt natürlich etwas bei wärmerem Wetter, ist ganz klar. In ähnliche Kerbe kann auch der American Akita mit seinem extrem dichten Fellkleid reinschlagen. Aber ja, selbstverständlich ist es bei einem Malamut so, dass sie Spaziergänge bei Hitze, längere Spaziergänge vermeiden sollten. Gilt auch für den American Akita. Andererseits, wenn es um die Kälte geht, glänzen diese beiden Hunde hier. Ganz klar. Doch, anders als ein deutscher Boxer, ein Dobermann oder ein Pinscher, diese 3 Vertreter beim Video mit dem Starter Deutschland, haben wir auch hier kurzhaarige Hunde mit so gut wie keiner Unterwolle dabei, nämlich die beiden Bull Terrier und den American Bulldog zum Beispiel, aber auch den Bloodhound. Doch gibt es hier einen Unterschied. Schauen Sie, nicht nur der American Bulldog ist hier beliebt in den Staaten als Farmerhund, der oftmals in kälteren Nächten draußen übernachtet, in einer Hütte. Und die sind oftmals nicht so gut gedämmt. Das sind reine Arbeitshunde. Ja. Diese Hunde, obwohl sie ähnliches Fellkleid vorweisen wie die kurzhaarigen Vertreter da beim Video Deutschland, Dobermann, Boxer und deutscher Pinscher, sind recht wetterhart. Ich weiß das. Ich habe das persönlich erlebt. Mein American Pitbull Terrier Attila, der war bei minus 10, minus 12 Grad noch völlig problemlos unterwegs. Und da wird es aber schon sehr, sehr knapp mit Dobermann, Boxer, Pinscher und so weiter. Also, obwohl auch die beiden Bull Terrier und der American Bulldog, auch der Bloodhound hier zum Beispiel oder der Leopard Dog, kurzhaarige Hunde sind es dennoch wetterfeste Hunde beim Thema Hitze und beim Thema Kälte. Also, und die Wetterfestigkeit ist ein sehr aussagekräftiges Thema bei der Leistungsfähigkeit. Wenn es kommt, Leistungsfähigkeit zum Thema Geschwindigkeit, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Power, ja, hier können die amerikanischen Hunde glänzen. Also ist hier kein einziger Hund dabei, der das nicht vorweisen kann, speziell die Bull Terrier, der Bulldog, der Bloodhound, der Leopard Dog. Aber wenn es um die Power geht, auch der American Akita, der Malamut sowieso, welcher als der stärkste Schlittenhund der Welt gilt. Also bei dieser Eigenschaft können die Hunde aus Amerika glänzen. Deswegen erreichen die 10 Vertreter der USA bei der Leistungsfähigkeit 84 von 100 Punkten. Jetzt kommen wir zur Eigenschaft Wachhund. Hier steigen sie wieder etwas auf die Bremse. Wir haben hier wieder eine ziemlich konträre Mischung bei diesen 10. Wir haben exzellente Wachhunde dabei mit dem American Bulldog, mit dem American Akita, auch mit dem Catahoula Leopard Dog. Doch wir haben auch etwas weniger gute Wachhunde dabei. Hier zuallererst mal der Malamut. Schlittenhunde gelten eher nicht so als gute Wachhunde. Klar gibt es Ausnahmen, aber im Groß gesehen Wachtrieb, Schutztrieb bei den Schlittenhunden eher im unteren Bereich angesiedelt. Aber auch bei den Bull Terriern ist es so. Sie haben mit Sicherheit da draußen exzellente Wachhunde unter American Pitbull Terriern und American Staffordshire Terriern. Doch oftmals sind
die Fremdenfreundlichkeit bei diesen Hunden derartig stark ausgeprägt, dass sie auch schlechte Wachhunde darstellen. Ja? Also hier ist dieser Mix ziemlich konträr bei dieser Eigenschaft. Deswegen erreichen die Hunde aus der USA bei der Eigenschaft Wachhund 71 von 100 Punkten. Jetzt kommen wir zur Eigenschaft Schutzhund und hier müssen Sie noch etwas mehr auf die Bremse steigen. Auch das kann ich erklären. Wir haben bei der Eigenschaft Schutzhund, bei diesen 10 Vertretern aus der USA, 3 wirklich exzellente Schutzhunde dabei. 2, die für mich zu den 20 besten Schutzhunden der Welt zählen, das ist der American Bulldog und der Catahoula Leopard Dog. Einen, der einen wirklich sehr guten Schutzhund darstellt, den American Akita, aber dann wird schon knapp. Ich weiß, dass auch ein Chinook, ein Bloodhound, ein Chesapeake Bay Retriever einen Schutztrieb vorweisen können. Ja, manchmal sogar einen gut ausgeprägten Schutztrieb. Doch zumeist ist der Schutztrieb bei diesen Hunden da, aber bei weitem nicht so stark oder so exzellent ausgeprägt wie bei den von mir zuvor genannten Hunden. Ja. Beim Malamut, der drückt hier, so wie bei der Eigenschaft Wachhund, etwas stark auf die Bremse. Es wird Schlittenhunde geben, die einen Schutztrieb besitzen. Doch die meisten Schlittenhunde haben von Schutztrieb noch nie etwas gehört. Ja, also beim Thema Schutzhund erreichen die Hunde aus der USA bei mir 67 von 100 Punkten. Jetzt kommen wir zum Aktivitätenradius und der ist recht hoch. Denn so wie bei den deutschen Hunden bin ich auch davon überzeugt, dass man auch mit diesen 10 amerikanischen Hunden alles tun kann. Es wird halt knapp bei Hitze mit American Akita und Alaskan Malamut. Also hier muss man sich schon anpassen. Wenn man unterwegs ist bei heißem Wetter, dann eher in Gegenden, wo auch Wasser ist, wo die Hunde rein können, sich abkühlen können und so weiter. Doch von Wanderungen bei wärmerem Wetter ist da natürlich abzuraten. Kältetechnisch sind alle 10 dabei. Also da können Sie selbst mit den kurzhaarigen Hunden der Vertreter hier der USA auch bei minus 10, minus 15 Grad normalerweise problemlos unterwegs sein, wenn Sie sie bewegen. Ja. Keine Frage, schnell fängt mal ein Hund zu frieren an, wenn er 10 oder 20 Minuten auf einem Fleck verharrt und sich nicht bewegt. Bei minus 10 Grad beginnt Ihnen ein Großteil der Hunde mit dichter Unterwolle auch zu frieren. Sie wissen schon, was ich meine. Doch, ansonsten sind die überall dabei. Vom Entspannen im Garten bis zum Fetzen durch die Wälder und alles, was sich dazwischen bewegt. Deswegen möchte ich behaupten, dass der Aktivitätenradius hier eine Punkteanzahl von 93 verdient hat. Ja, und davon bin ich überzeugt. Wir sind jetzt fertig. Was haben wir unterm Strich? Die 10 Hunde, welche hier die USA vertreten, erreichten bei diesem Vergleich 594 von 800 möglichen Punkten. Das sind 74,2% Allrounder-Eignung für diese 10 Hunde aus der USA. Zum Vergleich, die Hunde aus Deutschland erreichten 669 von 800 Punkten. Das sind 83,6% Allrounder-Eignung. Deutschland hier also um einiges stärker. Mir ist schon klar, es kommt natürlich darauf an, welche Hunderassen man hier in den Wettbewerb reinwirft, ist mir klar. Ja? Und ich weiß, dass es in der USA einige Hunderassen gibt, die vielleicht, wenn es zum Thema Wachhund geht, geeigneter sind als der Malamut. Weshalb habe ich dann den Malamut da reingeworfen? Weil er bei den anderen Eigenschaften der stärkere Hund ist. Verstehen Sie, was ich meine? Klar, sollten diesen Länderwettkampf 10 YouTuber machen, werden wahrscheinlich alle 10 YouTuber verschiedene Hunde da ins Rennen werfen. Das ist halt mein Länderwettkampf und da werden halt diese 10 Rassen präsentiert. So ist das nun mal. Anders geht's nicht. Nochmal, die USA erreichte 594 von 800 möglichen Punkten, somit 74,2% Allrounder-Eignung und muss sich hinter Deutschland einreihen. Das nächste Land, welches ich ins Rennen werfe, ist Italien. Auch die haben tolle Hunde zu bieten. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.